Hey Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist endlich soweit und für mich geht es morgen früh nach Tokio und ich bin mega gespannt und freue mich mega auf die Reise. Ich habe jetzt schon fertig gepackt. Wir dürfen zum Glück 2 Koffer mitnehmen. Ich fliege morgen von Berlin aus zuerst nach Wien und dann von Wien aus nach Tokio und dann haben wir da, glaube ich, 12 Stunden Aufenthalt. Es wird auf jeden Fall anstrengend, bevor es dann weiter nach Miyazaki geht. Wir haben nämlich, bevor es dann wirklich nach Tokio geht, noch, ich glaube, ungefähr 2 Wochen ein Trainingslager. Oder so ein Pre-Camp nennt sich das, wo wir dann einfach uns nochmal in der Zeit anpassen können und ja, uns dann final quasi auf Tokio vorbereiten. Dieser Koffer ist jetzt hier zum Beispiel komplett voll mit Sportsachen. Ich habe eigentlich nur die Deutschland-Sachen mit, weil wir vor Ort die ganze Zeit die Nationalmannschaftssachen tragen müssen. Und von dem her habe ich eigentlich kaum normale Klamotten mit. Und hier habe ich jetzt nochmal einen kompletten Koffer voller mit Snacks und meinen ganzen Kosmetiksachen und ein paar Schuhen. Und ja, mein Handgepäck. Und ich glaube, viel mehr brauche ich nicht, beziehungsweise ich hoffe, dass ich jetzt alles dabei habe. So, wir warten jetzt gerade auf unseren letzten Flug ins Pre-Camp und haben jetzt hier 12 Stunden am Flughafen gewartet. Wir sind alle mega fertig. Von dem her hoffen wir, dass der letzte Flug jetzt schnell vergeht. Wir sind angekommen! Yay! Nach langer Zeit. Ja, es hat ewig gedauert. Also wir waren, wie lange waren wir unterwegs? Du warst sogar noch recht entspannt unterwegs. Ja, trotzdem. Ihr seid Business geflogen. Musstet nicht 12 Stunden am Flughafen chillen, aber war trotzdem mega lange unterwegs. Und ich habe gestern die Zeit gestoppt. Wir waren, glaube ich, 32 Stunden unterwegs, also wirklich ewig. Aber dafür sind wir dann, ich glaube, um 10 oder so angekommen, ja, ne? 3:10. Ja, dann gab es hier noch Brezen im Hotel und dann sind wir direkt ins Bett gegangen und haben durchgeschlafen. Von dem her mal schauen, wie es jetzt mit dem Jetlag wird. So, wir haben hier einen Spiegel. Das ist unser Bad. Alles schon ein bisschen anders. Es ist ultra niedrig hier, das Bad. Und ja, hier ist unsere Dusche. Dafür haben wir einen extra Raum. Habe ich auch noch nie gesehen. Genau, unser kleiner Kleiderschrank. Ey, du bist schon voll weit mit dem Auspacken. Mein ganzer Koffer ist noch hier. Ja, dann hier unsere Betten. Also das Zimmer ist echt ganz schön. Vor allem auch relativ groß. Wir haben gedacht, dass es super klein ist. Und unser Ausblick mega. Das ist unsere Aussicht für die nächste Woche. Also wir sind direkt am Strand. Das Wetter wird gerade auch ein bisschen besser, aber generell soll es hier, glaube ich, schon relativ viel regnen. Aber das ist egal, weil wir eh die ganze Zeit nur im Zimmer sein werden und nichts machen dürfen. Ja. Und das ist unser Stadion. Ja, stimmt. Wir haben 3 Stadien, aber eigentlich trainieren wir hauptsächlich hier. Auch 2 Krafträume. Und ja, die Ausstattung ist hier schon sehr gut. So, wir waren jetzt gerade im Stadion, haben uns nur so ein bisschen locker gemacht, nicht wirklich viel gemacht, weil wir alle noch so müde sind. Also jetzt so langsam merke ich den Jetlag mega. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht einschlafe und bis heute Abend durchhalte. Und ja, das Essen bisher ist auch sehr gut, was schon mal eine Erleichterung ist. Ansonsten dürfen wir leider so gut wie gar nichts machen. Also wir müssen eigentlich den ganzen Tag im Hotel bleiben. Außer eben zum Training, da dürfen wir ins Stadion natürlich und trainieren. Aber ansonsten sind wir eigentlich ja, den ganzen Tag im Hotel, damit wir einfach in der Bubble bleiben und ja, das Risiko minimieren und ja, mal gucken,
wir dürfen vielleicht auch mal ein bisschen zum Strand, weil wir ja das Hotel direkt am Strand haben. Müssen wir mal gucken, die Tage. Und genau, am nächsten Montag, also in 5 Tagen, haben wir dann nochmal ein Ausscheidungsrennen. Wir Staffelmädels, wo wir dann nochmal gegeneinander laufen. Weil für die, die sich nicht auskennen bei einer Staffel, fahren natürlich immer ein bisschen mehr mit, falls sich natürlich irgendjemand verletzt. Und ja, dann wird vor Ort jetzt eben nochmal geschaut, welche 4 Mädels dann letztendlich auch laufen. Deswegen, genau, ist Montag quasi dann nochmal so eine Art Testwettkampf, wo wir dann nochmal 400 Meter gegeneinander laufen. Und dann geht es am Dienstag nach Tokio, ins Olympische Dorf. Ja, ich bin mega gespannt, wie es da wird. Aber ja, jetzt sind wir erstmal eine Woche hier. Das hier ist unser Essensraum. Wir sitzen immer zu zweit und dann haben wir so Flexischeiben zwischen uns. Also für Unterhaltung nicht so, aber alles zur Sicherheit und ja, dann immer eine ganz coole Auswahl. Also das Essen ist wirklich gut hier, oder Corinna? Sogar Nachtisch. Und hier haben wir auch mal noch eine Ecke, wo wir japanische Sachen probieren können, was auch mal sehr cool ist. Und ja, kann man sich echt nicht beschweren. So, ich komme jetzt gerade vom Training. Es war eigentlich ganz gut. Ich bin ganz happy. Schaut euch mal meine Haare an, ey. Ich sehe aus wie Mozart. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ja, das Training ist schon was anderes hier, muss ich sagen. Also ich tue mich schon ein bisschen schwer mit der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Ich habe jetzt zum Glück auch nicht ganz so viel machen müssen, da wir ja den Test noch haben, aber ist schon gut anstrengend auf jeden Fall. Und ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal duschen gehen, weil ich bin komplett nass geschwitzt. Und dann schauen wir uns heute Abend zusammen mit der Staffel die Eröffnungsfeier an. Die ist nämlich heute Abend und ja, wir können ja leider nicht jetzt, sag ich mal, mit vor Ort sein. Dadurch, dass man ja durch Corona, glaube ich, erst 3 Tage vorher ins Olympische Dorf kann. Aber wenn wir Glück haben, können wir die Abschlussfeier dann irgendwie miterleben. Ich hoffe es, weil ich glaube, das ist schon ganz cool und ja, finde ich echt schade, dass, ja, dass dieses Jahr dann doch alles so ein bisschen anders abläuft. Ja, aber deswegen wird wahrscheinlich auch ein Großteil der Athleten jetzt nicht vor Ort sein. Aber ich bin mal gespannt, was sie sich dann dafür haben einfallen lassen. Die Schulklasse besucht uns heute. Oh Gott, wie süß. Mega cute. Das ist übrigens der Bereich, in dem wir uns aufhalten dürfen. Da ist unser Hotel. Und ja, wenn wir ein bisschen raus wollen, dann dürfen wir uns hier aufhalten und eben 2 Stunden früher morgen dürfen wir auch ins Meer rein. Aber echt schade, dass wir nicht mehr sehen werden. So, für mich geht es jetzt gleich ins Training. Ich habe heute Vormittag schon einen Auftakt gemacht und heute Nachmittag stehen jetzt noch ein paar Sprints an. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt seit Ankunft wieder ein bisschen schneller laufe. Man muss mal ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verletzt nach so einem langen Flug. Und ansonsten muss ich sagen, passiert ja auch gar nicht so viel, da wir ja wirklich den ganzen Tag eigentlich nur im Hotel sind und eben 1- oder 2-mal am Tag auf dem Trainingsgelände. Ja, vielleicht werde ich die Tage nochmal ans Meer gehen. Ich glaube, wir haben 1 oder 2 Stunden am Tag, wo wir nochmal ans Strand dürfen. Aber momentan ist der Zeitraum von 6 bis 8 Uhr morgens und da habe ich nicht so Lust, früher aufzustehen, um ins Wasser zu gehen. Aber mal schauen, vielleicht die nächsten Tage nochmal. Und ja, generell muss ich sagen, das Wetter ist hier extrem schwül und die Luftfeuchtigkeit ist halt hier so hoch, dass ja, Sport schon echt nochmal was anderes ist als in Deutschland. Aber auf jeden Fall gut, dass wir halt wirklich früher da sind, dass wir uns auch an die Temperaturen und an die Zeit gewöhnen können. Aber ich muss sagen, ich schaffe hier erstaunlich viel für die Uni. Also ich habe jetzt gerade noch eine Hausarbeit abgegeben und ich denke, ich werde jetzt auch noch eine neue hier anfangen. Ja, weil ich versuche einfach die Zeit so ein bisschen produktiv zu nutzen, wenn wir eh so viel Freizeit quasi haben, wo wir gar nichts machen. Und
Ja, dann sind wir auch nur noch, ich glaube, 4 Tage hier. Also die Zeit vergeht eigentlich echt relativ schnell. Ich bin mega gespannt auf das Olympische Dorf, wie das da wird. Und ja, freue mich auch, wenn die Wettkämpfe anfangen. Es ist auf jeden Fall ein Garten direkt neben dem Stadion, an dem wir auch noch mal spazieren gehen können. Und der ist echt schön. Und was sagst du zu unserem schönen Garten? Top. Mega schön. Ja, ist ultra warm, aber das sieht echt schön aus. Dass es nicht reinfällt. Ja, wirklich. Peace out. Alright, ich habe einen Brief bekommen, der wohl im Hotel abgegeben wurde. Und anscheinend aus Japan. Wie süß! Also es ist ein Brief von einem Follower aus Japan. Ja, mega, mega süß. Krass, dass sich jemand da die Mühe gemacht hat, mir einen Brief zu schicken und den ans Hotel gesendet hat. Da habe ich mich mega gefreut, mega süß. Es wurden noch 2 Pakete im Hotel abgegeben. Auf dem einen steht Rindfleisch. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt wirklich Rindfleisch drin ist. Auch ein Brief. Und hier ist jetzt Rindfleisch drin, aber guck mal, sogar Deutschland fahren. Oh mein Gott, das ist wirklich Fleisch, glaube ich. Das habe ich geschenkt bekommen. Ein bisschen Fleisch. Krass. Ist das so ein Ding, dass man hier so Fleisch verschenkt? Irgendwas wie Weihnachten. Eine Tasche. Ach, guck mal, eine neue Make-up-Bag habe ich. Die ist schön. Kann man gebrauchen. Kann ich echt gebrauchen. Hey, ist schon krass, dass sich jemand so viel Mühe dann gibt, ne? Ja. Und da was hinschickt. Ist das ein Fächer? Oh, den kann man wirklich gebrauchen, ja. Den kann man echt gebrauchen. Oh ja. Oh, das ist wirklich geil. Der ist ja nur verpackt. Und noch ein Fächer. Geil, Corinna, wir haben beide ein Fächer. Yes. Einer hatte mir noch so eine Tafel und einen Stift geschickt. Und jetzt habe ich mich noch bedankt. Und ich habe versucht, auf Japanisch nochmal Danke zu schreiben. Aber schaut mal, wie schwierig das einfach ist. Ein Wort. Mal schauen, ob man es lesen kann. Aber ja, schicke ich auf jeden Fall noch an ihn zurück. So, ich fahre jetzt gleich nochmal ins Stadion, weil nochmal ein paar Einheimische kommen und für uns trommeln werden. Ich bin mega gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Aber man muss echt sagen, die Japaner sind so, so süß. Die machen echt alles, dass wir uns hier wohlfühlen und haben sogar ein Feuerwerk vom Hotel jetzt hier für uns Athleten vorbereitet vor ein paar Tagen. Das war auch echt mega, mega schön. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was uns gleich erwarten wird. Ich glaube, ja, es wird echt eine ganz coole Show. So Leute, heute steht das Ausscheidungsrennen bei uns an. Ich freue mich aber auf heute. Ich habe eigentlich auch eher die Ersatzfunktion hier. Von dem her habe ich nichts zu verlieren und kann heute nochmal zeigen, was ich kann. Und hoffe, dass ich nochmal ein schnelles Rennen laufen kann. Und ich freue mich auch einfach nochmal einen Wettkampf oder so eine Art quasi Wettkampf zu laufen. Weil ich denke mal, dass ich nach Tokio in die Saisonpause gehe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Ich muss mal schauen, inwieweit ich euch da mitnehmen kann. Ich versuche vielleicht so ein bisschen was zu filmen, aber spätestens danach gebe ich euch auf jeden Fall Feedback, wie es war. Und ich glaube, es wird aber mega, mega hart, ehrlich gesagt, weil es hier einfach so heiß ist. Und selbst die Sprints, die ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht habe, waren wirklich mega anstrengend. Von dem her haben wir alle auch ein bisschen Respekt, aber wir haben auf jeden Fall auch Kühlwesten und Eisbäder hier, wo wir uns dann hoffentlich so ein bisschen runterbringen können nach dem Lauf. Wir sind einfach jetzt schon tot.
so, das Rennen ist geschafft. War ganz schön brutal in der Hitze. Aber wir haben es überlebt. Ich bin nicht ganz so happy. Es hat sich eigentlich sehr, sehr gut angefühlt. Ich muss mal gucken, wo ich ein bisschen zu langsam war. Aber ja, damit werde ich auf jeden Fall nicht in der Hauptaufstellung sein der Staffel. Womit ich jetzt auch nicht gerechnet hätte. Also dafür hätte ich wirklich nochmal ordentlich was raushauen müssen. Von dem her ist es auch voll okay und ich bin generell mega, mega happy, überhaupt mit dabei zu sein und die Olympischen Spiele miterleben zu dürfen. Und ja, versuche alles aufzusaugen und dann möglichst viele Erfahrungen für die nächsten Jahre auch zu sammeln. Aber ja, wir sind auf jeden Fall alle happy, dass es jetzt geschafft ist, weil ja, in der Hitze war es schon echt nicht ohne. Wir hatten zwar Kühlwesten und nasse Handtücher und Eis, aber war trotzdem heftig. So, der letzte Morgen und wir wollen auf jeden Fall nochmal ins Meer rein und es nochmal ausnutzen, weil ich glaube, es macht mega Spaß mit den Wellen.